Moin zusammen und wieder ein Update von unserem kleinen H0E-Projekt, was wir hier gemeinsam aufbauen. Und ihr seht schon, es hat sich wieder einiges getan. Ich hoffe mal, dass ich das alles zusammenkriege. Das ist jetzt quasi die Arbeit von 2 Tagen, nicht wie sonst ein Tag. Und ja, deswegen fangen wir mal hier vorne mit den offensichtlichen Sachen an. Also ihr seht, hier vorne sind auch ein paar Bäume dazugekommen. Hier ist ein Holzstapel, Echtholz aus dem Garten, ein bisschen zusammengeschnitten und zusammengeklebt, noch nicht befestigt. Zweiter Holzstapel hier, der ist befestigt. Und wenn wir jetzt mal reinschauen hier ist noch ein ganz großer Holzstapel für die spätere Holzverladung. Auch das Holz aus dem Garten auf die gleiche Kante, auf die gleiche Länge abgekantet. Hier festgeklebt, ganz normal mit Weißleim. Und dann habe ich hier so kleine Stützen noch aus mehreren Teilen auch dazu gemacht. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn wir hier vorne schon sind, kommen wir mal hier zum Thema Ende der Gleise. Und zwar habe ich mal geschaut, für H0E gibt es da irgendwie Prellböcke oder sowas, ja? Gibt es. Da sollten von Eggerbahn 3 Stück irgendwie 44 € kosten. Und die hätten vom Gleis hier noch nicht mal auf das Arnold-Gleis gepasst. Ich habe hier jetzt eine total einfache, günstige Möglichkeit gefunden. Also das sind hier Schwellen von kaputten Schienen. Ich habe ja ein paar kaputte Weichen gehabt jetzt im Laufe des Projektes hier. Und da habe ich einfach mit einer Kneifzange ein paar von den Schwellen abgetrennt. Und das hier hinter, was ihr da seht, das sind Krampen. Ja? Die habe ich jetzt einfach mal so rostartig gestaltet, dass die sich hier so ein bisschen einfügen in das Gesamtlayout. Was für Krampen sind das hier? Ich zeige euch das mal. Diese hier. Ganz einfach, hatte ich noch welche von rumliegen. Und die passen hier super von der Größe her. Ja. Also daraus 4 Stück genommen. 1, 2, 3, 4. Reingesteckt in den Boden. Die habe ich noch nicht mal festgeklebt hier. Mit brauner Farbe und ein bisschen Rostpatina behandelt. Und hier alte Schwellenreste. Und schon habe ich hier Prellböcke. Ging relativ schnell. Dann habe ich hier Schienenreste genommen, auch von den kaputten Weichen. Die muss man ja irgendwie weiterverarbeiten. Zusammengeklebt und dann mit Rostspray behandelt. Ob ich das jetzt so beibehalte, weiß ich noch nicht. Ja. Mir ist ja nämlich aufgefallen, theoretisch müssten die hier ja auch alle verrostet sein. Und vielleicht werde ich das Rostspray hier wieder abmachen. Das sollte mit Wasser, Seife und ein bisschen Kraft gehen. Und das Ganze dann in der Farbe der Schienen hier lassen, damit es einfach nicht so auffällt. Das waren so die kleinen Updates hier im vorderen Bereich. Dann habe ich hier hinten, wo später die Schafsweide hin soll, angefangen, die Zaunpfeiler zu setzen. Die muss ich jetzt alle noch farblich natürlich anpassen. Die sind jetzt hier also ganz frisch neu gesetzt. Und dann kommen natürlich hier die kleinen Bindfäden rum, beziehungsweise die Nähfäden. Gibt es auch ein Video zum Thema Zaun bauen. Findet ihr in der Beschreibung nochmal dazu. Das haben wir hier gemacht. Dann habe ich hier hinten einfach ein bisschen von diesem Moos entlang geklebt, um so den Abschluss der Anlage zum Hintergrund zu finden. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt bekommt ihr auch so einen Eindruck, weil wir haben beim letzten Mal ja 30 Bäume gehabt. So, und das sah ja mit 30 Bäumen alles ein bisschen traurig aus. Jetzt habe ich mir gedacht, was kann man denn da machen? Ja, einfachste Lösung, nochmal 30 Bäume. Ja? Das heißt, wir hatten schon mal 60. Und dann dachte ich mir, ja, wenn man 60 hat, kann man auch noch ein paar mehr haben. Und ich wollte gerne solche Hochstammfichten haben hier. Und da gibt es von Busch dann den sogenannten Fichtenwald. Ja, bis 195 mm, also knapp 20 cm hoch. 8 Fichten sind da drin und
Jetzt kommt mal der Knaller. Inhalt. Also 8 Fichten, Hochstammfichten. Fichtenzapfen zum Ankleben, Farne als Bausatz für die passende Wohngestaltung und Waldtiere. Eichhörnchen, Hase, Igel, Rabe, Specht und Eule. Ja. So, und da dachte ich mir doch, das ist doch mal eine richtig coole Sache, ne? Jetzt schauen wir uns mal die Bäume an. Das sind die Tannen quasi hier, die 30 Tannen. Und das hier sind diese Hochstammfichten. Und da seht ihr schon, da ist ein Unterschied. Also muss man ganz klar sagen, diese Fichten deutlich, deutlich, deutlich hochwertiger. Also auch gerade wenn wir jetzt den Blick hier haben gegen das Licht. Das sind jetzt hier auch nicht diese billigen Bäume, aber das da sieht einfach Hammer aus. Ne? Das sieht echt aus, das sieht nach Modell aus. Ja. Also in dem Hinblick gefallen mir diese 8 Bäume von Busch hier richtig, richtig gut. Macht einen total geilen Eindruck, wenn man jetzt hier so reinguckt in den Wald. Ja, von der Bahnlinie aus da hoch in den Wald bei dem Licht. Sieht einfach cool aus. Gut, ja. Das Set ist nicht ganz günstig. Ich verlinke das auch nochmal unten. Insofern für 8 Bäume zahlt man hier schon ein bisschen. Und ich sage jetzt für 8 Bäume, weil wir gucken uns mal an, was noch dabei ist. Ne? Da stand ja Tannenzapfen zum Ankleben. Das sind diese Teile hier. Das sieht aus wie so ein bisschen Hundekot. Ja, den kann man da quasi an die Bäume rankleben. Und das hier ist das Farnbauset. Ganz ehrlich, sorry, aber das zu vermarkten als Farnbauset ist schon echt krass. Und jetzt schaut euch mal diese tollen Tiere an. Ja? Also man erkennt sie, das ist schon mal ganz cool. Und die Größe ist auch, glaube ich, passend. Also hier der Igel, Eichhörnchen, noch ein Eichhörnchen, irgendwie ein Vogel, ja. Die restlichen Vögel. Ich hatte nur irgendwie was anderes erwartet, ja. Ich hatte nicht erwartet, dass das mich hier alles in so einem Standard braun irgendwie anguckt. Die kann ich hier auf den Boden setzen, die Tiere, und dann findest du die nie wieder. Ich dachte, die wären irgendwie angemalt oder irgendwie sowas, ne? Also da war ich richtig, richtig enttäuscht, als ich das vorhin ausgepackt habe und dachte so, was ist das denn? Ja. Also die Form der Tiere ist okay, aber ich hätte jetzt erwartet, dass das wie so kleine Preiserfigürchen oder so angemalt ist. Aber war meine Erwartung vielleicht ein bisschen hoch. Trotzdem in Summe der Wald jetzt mit 68 Bäumen sieht schon mal richtig gut aus. 68 ist nicht ganz richtig, sondern es sind 69. Und das zeige ich euch mal. Denn, ui, was zur Hölle ist das? Ja. Schaut euch mal diese Monstrosität hier an. Ich habe mich mal probiert am Baum Selbstbau. Und dazu habe ich eine Höhe genommen, die realistisch ist. Das ist jetzt das Problem, deswegen sieht das Ding so krass aus. Ne? Also vom Boden aus gesehen hat das Ding, was sind das? So knapp 34 cm. Und 34 cm in H0 könnt ihr euch ausrechnen, aber das ist 37 Meter, 30 Meter, irgendwie sowas. Ja? Also eine realistische Höhe für einen Baum. Und jetzt schaut euch mal diesen krassen Unterschied an. Ihr habt jetzt hier die Bäume alle richtig schön. Und ihr seht noch nicht mal, dass da jetzt ein Baum zwischensteht. Denn dieser Baum, der dazwischen steht, ist einfach mal locker 20 cm höher. Ja, so. Seht ihr jetzt hier, da ist er. Ui. Guckt mal diesen Höhenunterschied hier an. Da beginnt die Baumkrone erst, wo die anderen Bäume aufhören. Also der kommt natürlich weg, aber ist mal ganz interessant als Höhenvergleich. Also selbst diese 20 cm hohen, sauteuren Bäume von Busch sind nicht ansatzweise realistisch. Eine realistische Baumhöhe ist das, was ich euch dahingestellt habe. Nur damit werden wir im Modell wahrscheinlich nichts. Ja, also Update für heute jetzt extrem lang.
Deswegen machen wir auch mal Schluss. Aber ihr seht, wir kommen langsam, aber sicher unserem Ziel näher.